Hallo, heute sind wir im Zoo Dortmund. Ja, super. Wir können sogar nuckeln. Da kommt keine Milch raus, Maus. Und wenn man den Finger da so drin hat, merkt man, dass das Gaumendach wie so ein Waschbrett ist, an dem dann die Ameisen abgestriffen werden, wenn sie Ameisen fressen würden. Und alle Ameisenbären mögen gerne, dass man den Finger da reinsteckt. Ansonsten legen wir halt hier sehr viel Wert darauf, dass wir die so anfassen können, dass die Tiere Vertrauen zu uns haben, dass wir sie jederzeit anfassen können, dass sie zu uns kommen, ohne dass sie Angst haben. Was willst du denn hier von mir? Super, das passt, ne? Das ist immer eine schöne Methode dann, den Besuchern die Zunge zu zeigen. Funktioniert auch bei jedem Ameisenbär. Ganz toll. Ansonsten sind Ameisenbären von sich aus absolut aggressionslos. Soll ich jetzt auch noch die Pfote halten oder was? In freier Natur kann man auch einen Meter neben denen herlaufen, ohne dass was passiert. Und das machen wir uns hier zunutze, dass wir in den sogenannten Hands-on arbeiten, dass sie zu jeder Zeit von uns auch angefasst werden können. Wir können Ultraschall machen, wir können Blut abnehmen, wir können die transportieren, wie wir wollen. Wir haben so viel Vertrauen, dass die also keine Angst haben, wenn sie mal was machen, was sie nicht kennen. Du nuckelst hier, ist ja Wahnsinn. Ja, was denn? Das kitzelt, Mäuschen, das kitzelt. Hier fahren. Man sieht dann hier vorne auch die mordsmäßigen Krallen. Die sind bei der Kleinen noch nicht so ganz gewachsen. Aber damit können sie also allen Betonboden aufreißen und ziemlich viel Schaden anrichten. Könnten rein theoretisch einen auch grob verletzen. Da die Tiere aber nun mal aggressionslos sind, machen sie das nicht. Die sind ganz vorsichtig, wenn sie irgendwas machen. Was ihnen auch sehr eigen ist, ist eine der wenigen Tierarten, die einen absoluten Tiefschlaf haben über mehrere Stunden. Die sind dann richtig weit weg. Die hören noch nicht einmal, wenn eine Metallschale runterfällt. Und das ist der einzige Moment, wo es mal ein bisschen gefährlich sein könnte. Wenn ich die morgens wecke, müssen sie wissen, dass ich da bin. Das ist halt wie bei uns, wenn man mich nachts um 12 weckt und mich fasst einer einfach an, dann haue ich auch mal hin. Das ist bei denen dann halt auch so. Aber sobald sie wissen, dass wir da sind, ist alles für die in Ordnung. Dann können wir sie auch wecken und anfassen, wie auch immer wir das wollen. Wenn wir mit denen arbeiten, ich habe ja gesagt, die sind absolut aggressionslos. Einziger Punkt, jetzt wird es ja aber grantig, ne? Worauf man achten muss, ist einfach, dass in einer Situation, die ihnen unangenehm ist, sie von uns weggehen können. Das sehen wir halt immer zu, dass sie eine Fluchtmöglichkeit haben. Und dann würden sie sich in jeder brenzlichen Situation einfach erstmal von uns wegbegeben. Und dann lässt man sie einfach gehen, wartet, bis sich die Situation beruhigt hat, nicht kneifen, und fängt dann einfach den Versuch nochmal von vorne an. Dann klappt das im Regelfall auch. Also solange sie von uns weg können, werden sie niemals schlagen. Sie werden jetzt, das merkt man jetzt bei Maria ein bisschen, sie wird jetzt aufmüpfig und wird ein bisschen grober. Das kann man, bis einen gewissen Teil darf sie das. Und irgendwann ist dann der Punkt, wo wir ihr dann klar machen müssen, bis hierhin darfst du gehen, bis dahin, ab da ist Schluss. Das ist einfach wie bei anderen kleinen Kindern halt auch, das ist eine Erziehungsmethode, die muss man einfach gucken. Und sie lernt ja halt noch viel, und dadurch, dass sie so neugierig ist, erleichtert uns das einfach das Arbeiten, um sie zahm zu kriegen, weil wir einfach alles spielerisch mit ihr jetzt
auch ausprobieren können. Ihr wird nichts aufgezwungen, was sie nicht möchte. Aber es wird immer wieder versucht, weil am Ende müssen ein paar Sachen sein, die sie akzeptiert. Zum Beispiel verschwindet die Kralle in eine ganz kleine Tasche, wo sich Steine drin festhalten können, und das kontrollieren wir gerne, dass da keine Steine drin sind. Oh mein Schatz, jetzt hast du mich aber total eingelullert, ne? Findest du aber toll. Also jeder Pfleger, der in Ameisenbären hält und hier gerne mal bei uns zu Besuch sein will, der ist herzlich eingeladen, sich hier mit uns mal mit den Ameisenbären zu beschäftigen, damit wir Ihnen einmal mal zeigen können, was im Handling mit einem Ameisenbär überhaupt alles möglich ist. Und wir würden uns freuen für jeden, der kommt, dem wir unser Wissen auch vermitteln können. Jetzt das Abonnieren nicht vergessen und schaut doch mal in unsere Playlist vom Zoo Dortmund.